check, sag bam, bam, jiggity check, ja, ist der Rhythmus meines Lebens. Willkommen zum neuen Video. Guten Morgen! Wie ihr gesehen habt, sind wir gerade aufgestanden und waren kurz vorne am Strand. Ja, wir schaffen es nicht jeden Tag, aber manchmal. Wir haben ziemlich viele Kommentare bekommen. Ja, Nachrichten, Instagram und Facebook und so. Da haben uns einige gefragt, wie es eigentlich bei uns gerade so aussieht in der Zeit, in der wir alle stecken. Und wir haben mal beschlossen, euch zu zeigen, wie so ein Tag bei uns abläuft. Ja, wir sind im Südwesten von Guatemala, kurz vor El Salvador, an der Pazifikküste. Das ist ein kleines Dorf mit 1000 Einwohnern und hier stecken wir jetzt schon wie lange? Knapp 7, 8 Wochen. 7 Wochen rum. Stehen wir jetzt hier schon auf dem Gelände und versuchen einfach die Sache auszusitzen. So, und der kleine Schisser da unten, das ist Fritzle. Der gehört eigentlich im Nachbar, aber weil die den nicht füttern, füttern wir den einfach ein bisschen. Und der war so dünn, wo wir angekommen sind. Und jetzt sieht er echt schon ein bisschen besser aus. Ja, nach unserem Kaffee trinken und nachdem wir dann am Strand waren morgens, gehen wir normalerweise immer rein und arbeiten ein bisschen am Computer. Das ist die beste Zeit morgens, da es immer noch ein bisschen kühl ist im Auto. Ja, es ist jetzt schon fast 30 Grad. Ich bin auch schon am Schwitzen, daher rein zum Ventilator. Ja, wir fangen jetzt mal ein bisschen am Anfang an, und zwar wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Es war so, wir waren zuletzt noch in Antigua, haben uns die Stadt angeguckt und waren dann eigentlich schon ziemlich auf dem Weg nach El Salvador, weil man hier nur 3 Monate Visa kriegt und das Visa gilt für alle 4 Staaten hier, also Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua. Die muss man in 3 Monate durchmachen und wir hatten schon relativ viel Zeit in Guatemala verbracht, wollten weiter. Waren dann auf einer Tankstelle zum Übernachten hier in der Nähe und haben gesagt, wir wollen noch ein paar Sachen fertig machen, also lass uns noch 2 Tage oder 3 Tage hier an den Strand runterfahren, das Dorf angucken und die Sachen machen, die wir machen wollten. Und ja, so ist dann nachher rausgekommen. Zum Glück haben wir hier die Sarah und den Walter kennengelernt. Wir dürfen bei ihnen auf dem Land stehen und ja, hier kann uns keiner wegscheuchen und so. Wir haben unbegrenzt Wasser, damit wir auch unsere Tanks und alles füllen können. Ja, und so verbringen wir jetzt hier einfach die Zeit. So, wenn wir dann eine Weile ein bisschen am Computer was gemacht haben, gibt es immer Frühstück. Es ist so, in dem kleinen Dorf, wo wir hier sind, hat es eigentlich nur so kleine Tiendas, sagt man denen. Das sind kleine, ja, wie kleine Supermärkte, Tante-Emma-Läden. Und das Problem ist, der nächstgrößere Supermarkt, der ist ungefähr 30 Kilometer in die Richtung. Und da müssen wir dann meistens mit dem Taxi hinfahren. Das ist auch mit dem Moped zu weit. Und ja, bisher funktioniert es echt super, dass immer der Gemüsewagen, das ist so ein Pickup, der kommt eigentlich immer 1-2 Mal die Woche vorbei. Da können wir uns dann eigentlich alle Gemüse und alles, was wir so brauchen, kaufen. Und für die wichtigen Sachen müssen wir halt ab und zu in die Stadt fahren. Ja, zum Thema Gemüse und Früchte und so. Also die Preise hier in Guatemala sind echt voll in Ordnung. So eine richtig schöne Papaya zum Beispiel wie die hier. Die kostet so ungefähr 10 Quetzal, das ist 1,20 Euro. Ja, so ist halt. Aber so haben wir eigentlich immer frisches Gemüse, frische Früchte und essen das einfach. So, hier hinter mir seht ihr unser aktuelles Wohnzimmer. Also Sarah und Walter waren so nett,
und haben uns gesagt, wir können uns hier in ihrer sogenannten Palapa aufhalten tagsüber, weil hier geht immer ein schöner kalter Wind und es ist dann einfach nicht so heiß. Und damit wir hier unten auch ein bisschen am Computer ja, einfach was machen können, haben wir hier den Repeater. Ich habe euch ja im letzten Video, ich blende euch das mal oben ein, habe ich euch ja erklärt, wie wir das WLAN von der Bar hier drüben ins Auto empfangen. Und eben den Repeater, den stecken wir drüben in der Küche ein und der macht uns praktisch vom Auto das Signal hier runter, damit wir auch hier in den Hängematten WLAN-Empfang haben. Jetzt gehen wir mal rüber und dann stecke ich den mal in der Küche ein. Also es ist echt ein schöner Garten, das ist schön ruhig und echt super nett, dass wir das benutzen dürfen. Hier ist auch die Küche, die wir benutzen dürfen. Hier kochen wir eigentlich meistens, weil es einfach, wie wir jetzt schon oft genug gesagt haben, oben zu heiß wird. Hier ist noch ein zweiter Kühlschrank, den wir auch benutzen dürfen. Und hier oben habe ich praktisch unsere Steckdose hingemacht. Von hier geht auch das Kabel ins Auto, weil wir ja noch einen Ventilator im Moment im Auto stehen haben, einen großen, und der läuft mit 110 Volt. Der mag unser 220 Volt nicht, daher habe ich hier, wir haben so 50 Meter Kabel dabei. Hier geht es dann alles hier über die Wiese hoch und ins Auto. Ja, wie gesagt, das ganze Gelände hier von da oben bis ganz darunter gehört Sarah und Walter. Walter ist Guatemalese oder Guatemalteke und die Sarah ist aus Kanada. Wir sind hier angekommen, hatten uns natürlich ein paar Sachen schon ausgesucht und wie es der Zufall so will, waren die ersten 2 Dinge nicht so toll und dann hatten wir aber noch mal gehört, dass es hier ein großer sandiger Platz gibt. Und dann sind wir hierher und es hat sich herausgestellt, dass es einfach genau das war, was wir wollten. Und daher haben wir gesagt, bleiben wir hier die 2-3 Tage. Wir waren abends am Strand. Ja, da waren ein Haufen Surfer. Genau. Du hast die anderen Leute kennengelernt, da war sogar eine Party. 2 Tage später, da wurden wir eingeladen vom DJ. Und ja, also wir haben gedacht, schön. Alles easy. Ich meine, wir hatten schon davon gehört, dass der Corona in China und in Deutschland war, aber es war jetzt hier noch nirgendwo ein Thema. Aber dann in besagter Nacht waren wir auf der einen Party, die war dann ein bisschen langweilig, wir sind dann noch woanders in eine Bar und da hat uns der Barkeeper gesagt, Leute, seit heute sind alle Grenzen zu, nach El Salvador, nach Honduras und so weiter, sprich unsere Route in den Süden war damit gecuttet oder abgeschnitten. Da wusste man ja auch noch nicht, in welche Ausmaße das annimmt und einfach wie sich das noch weiterhin auswirkt. Es ging dann halt immer weiter, wir haben die Nachrichten verfolgt, sie haben halt auch hier angefangen, immer mehr Sachen zuzumachen. Walter und Christian sind zum Beispiel extra in die Stadt. Es ist so, dass man Sachen zwar hier kriegt, ein bisschen teurer sind, aber es ging auch darum, wir haben hier kein Geldautomat oder nichts, dann muss man mit dem Bötchen über den Fluss in die nächstgrößere Stadt und aber auch die Stimmung. Also hier haben wir das überhaupt nicht irgendwie schlecht erlebt. Also alle sind freundlich, alle helfen einander und es ist kein jetzt, oh, es geht uns alles so schlimm Stimmung, sondern wir halten das alle aus, sind einfach da füreinander und das ist wirklich das Schöne hier. Es war halt dann so, dass 2-3 Wochen lang ging das, dass halt immer neue Neuigkeiten kamen. Es gab dann relativ schnell eine Ausgangssperre, ab 16 Uhr durfte man dann nicht mehr raus, das war glaube ich vor vier Wochen, das war gleich ziemlich am Anfang. Und vor 3 Wochen haben sie hier schon die Maskenpflicht eingeführt, also dass man nicht mehr auf die Straße raus darf ohne Maske. Und bis vor einer Woche ungefähr hatten wir auch, dass man nicht mehr an den Strand durfte. Und das war echt für viele hier, weil wir sind hier im Surferparadies. Die Leute hier, die sind hier zum Surfen, die leben hier, weil sie surfen. Und denen zu sagen, hey Leute, ihr dürft nicht mehr an den Strand, das war echt, beziehungsweise ist immer noch schwierig für die. Dann wurde es wirklich ernst mit der Quarantäne. Die Hostels haben 2 Wochen von ihren Gästen verlangt, dass sie drinnen bleiben. Also die durften weder raus, noch durften wir Kontakt halten zu denen. Und als sich das abgezeichnet hat, dass das länger ging, war dann für viele klar, sie mussten einfach nach Hause. Ja, das war noch bevor der Präsident dann
die ganzen Inlandsgrenzen auch zugemacht hat. Also seit der Osterwoche darf man auch inlands nicht mehr unnötige Fahrten machen. Wenn wir hier das Dorf verlassen würden, würden sie uns nicht mehr zurücklassen. Also es gibt überall Eingangskontrollen, es wird Fieber gemessen, es wird geschaut, wer rausfährt, wer reinfährt. Also man kann schlussendlich sagen, wir sitzen hier ziemlich fest. Wir können nicht in die Stadt fahren und wenn, dann können wir nicht mehr zurück. Und das ist was echt auch ein bisschen komische Gefühle aufkommen lässt, weil man zwar an einem schönen Ort ist, viel Platz hat, aber trotzdem irgendwie eingesperrt ist. Also es ist ein ganz komisches, ja, eine ganz komische Sache irgendwie halt. Dann gab es ja die Zeiten, wo man dann nicht mehr raus durfte. Das war von 4 Uhr nachmittags bis 4 Uhr morgens. Und dadurch hat sich die Situation ein bisschen gelockert. Ja. Also man hat hier auch gespürt, es ist so, man hat die Regeln befolgt und die Stimmung ist aber immer noch gut. Aber wir wissen die Ernsthaftigkeit schon. Thema ist, und keiner nimmt es auf die leichte Schulter, aber uns geht es den Umständen entsprechend gut. Für die Einheimischen hier ist es eine richtig üble Situation, weil das Dorf lebt nur vom Tourismus. Also hier gibt es nichts anderes. 2-3 Kilometer weiter tun sie ein bisschen Garnelen züchten, aber das ist eigentlich nicht viel. Die meisten leben hier am oder unterm Existenzminimum, weil das einfach alles noch am Wachsen ist. Und da merkst du schon, dass sich da ein bisschen die Stimmung manchmal auch ändert. Also nicht ins Böse, sondern eher ein bisschen in eine Verzweiflung, wo sie auch schon zu uns gekommen sind und uns dann ihre Surfbretter angeboten haben, ob wir die kaufen wollen. Ich meine, die Leute surfen, seit sie Babys sind und versuchen jetzt dann ihre Surfbretter loszuwerden. Ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht was die einfach so mal kurz entscheiden, sondern dann geht es wirklich um was. Ja, dann kam das nächste große Thema auf, was tun? Ja, sie haben dann die großen Rückholaktionen gestartet. Es war dann auch in allen Facebook-Foren. Wir hatten dann auch mal auf der Botschaft angerufen. Da gab es sogar extra WhatsApp-Gruppen dafür. Ja, und wir haben dann gefragt, ja, wie sie das sehen, unsere Situation. Und es ist halt so, alle unsere Sachen sind im Auto. Alles, was nicht im Auto ist, gibt es nicht mehr. Und dann war für uns einfach die Frage, ja, wie machen wir das? Zurückfliegen, dann hast du nur noch das, was in 2 Koffer passt. Oh, jetzt kommt der Wassermann. Jetzt kommt der Wassermann. Ich gehe mal kurz Wasser kaufen. Das ist wichtig. So, haben wir das auch erledigt. Wo waren wir stehen geblieben? Flüge. Die Option war eigentlich nie, dass wir zurückgehen. Klar muss man darüber reden und wir haben uns auch überlegt, wie wir das denn machen. Aber hier in Guatemala gibt es zum Beispiel keinen Platz fürs Auto, wo man es unterstellen könnte. Und die einzige Option wäre gewesen, Mexiko und von da raus zu fliegen. Genau, weil um das ein bisschen genauer zu erläutern, wenn wir über die Grenze gehen, dann müssen wir ja einmal unsere Visas machen für uns selber und dann müssen wir ein sogenanntes TIP machen. Das ist eine Temporary Import Permission. Und das bedeutet, dass du das Auto für die Zeit, wo dein Visa gilt, in dem Land mit dabei haben darfst. Das Problem ist, wenn das ausläuft, dann können sie dein Auto auch beschlagnahmen. Und da es hier in Guatemala gibt es keine Storage, wo du das, also keine Plätze, wo du das einlagern kannst, damit das TIP eigentlich pausiert, dann hätten wir das Auto einfach hier irgendwo abstellen müssen. Und wenn du Pech hast und du kommst nach keine Ahnung wie lange die ganze Sache dauert zurück, ist beschlagnahmt und es ist alles weg oder es hat sich jemand anders einfach dann angeeignet. Klar, wie auch ihr, fragen auch wir uns ständig, wie geht es weiter, wie lange geht es noch so weiter, wie lange bleiben die Sperren bestehen. Sie haben jetzt glaube ich nochmal für den Mai, haben sie jetzt das alles nochmal komplett so gelassen wie es ist. Ja, wir wissen auch nicht, wann die Grenzen aufmachen oder so, daher ist es echt schwierig zu sagen, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Aber ihr könnt uns ja mal schreiben in den Kommentaren, was würdet ihr tun? Wie würdet ihr euch entscheiden unter den gegebenen Umständen? Schreibt uns, das würde uns echt interessieren, weil es ist wirklich nicht so einfach. Im Moment der einzige Weg, den es für uns geben würde, wäre zurück Richtung Norden nach Mexiko. Was wir absolut nicht wollen, das ist mit relativ hohen Kosten verbunden. Und in Mexiko sind teilweise, hört man auch Sachen, gerade sicherheitstechnisch,
wo man einfach sich fragen muss ich mich jetzt irgendwie in eine Gefahr begeben, nur damit ich wieder irgendwie ein Stück gereist bin oder ein Land verlassen habe. Da denken wir einfach nein. Auf jeden Fall schön, dass ihr heute wieder dabei wart und zugeschaut habt beim Video. Tag in Quarantäne. Auch bei uns passiert nicht viel. Ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei euch zu Hause auch. Man kann nicht so viel machen. Aber ja, wir hoffen, ihr habt einen kleinen Einblick gehabt. Danke fürs Einschalten. Abonniert den Kanal, liked den Kanal und macht auch die Glocke an, damit ihr mitkriegt, wann wir neue Videos rausbringen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wie üblich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.